Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Heute möchte ich über etwas sprechen, das vielleicht etwas ungewöhnlich klingt, besonders wenn man bedenkt, dass ich seit 6 Jahren in Deutschland lebe. Es gibt einige Dinge, die ich an Deutschland nicht mag. Natürlich ist das nur meine persönliche Meinung und ich will damit nicht sagen, dass Deutschland ein schlechtes Land ist. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich hier immer noch sehr wohl. Aber es gibt ein paar Dinge, die mir in meinem Alltag immer wieder auffallen und die ich einfach nicht besonders gerne habe. Dementsprechend möchte ich heute 5 Dinge vorstellen, die ich an Deutschland nicht mag. Also bleibt dran und lasst uns anfangen. Tatsächlich habe ich bereits ein Video mit dem Titel "Was ich an Deutschland mag und was ich an Deutschland gar nicht mag" gemacht. Es war fast mein erstes Video und fasste jeweils 5 Dinge zusammen, die ich an Deutschland mochte und nicht mochte. Seitdem sind etwa 2 Jahre vergangen und auch mein Leben in Deutschland hat sich stark verändert. Ich habe mittlerweile ein Kind und 6 Jahre sind vergangen, seit ich nach Deutschland gezogen bin. Schaut gerne auch das Video an. Die Hintergrundmusik war aber etwas laut, es tut mir leid. Ich werde dann heute 5 weitere und ergänzende Dinge in diesem Video sprechen, die ich an Deutschland nicht mag. Erstens, Parfüm. Ein Punkt, den ich wirklich nicht mag, ist die Nutzung von Parfüm in Deutschland. Viele Menschen hier benutzen sehr starke Düfte, die für mich manchmal einfach zu intensiv sind. Besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an eigenen Orten kann es sehr unangenehm sein. Ich bin da wahrscheinlich etwas empfindlicher, aber ich hatte schon oft Situationen, in denen ich mich durch den starken Geruch von Parfüm unwohl gefühlt habe. Zum Beispiel mein Mann benutzt auch sein Parfüm. Er macht es zu Hause im Badezimmer, bevor er zur Arbeit geht. Nachdem er zur Arbeit gefahren ist, gehe ich auch ins Badezimmer, dann riecht das Parfüm immer noch sehr stark, obwohl das Fenster auf ist. Und unsere kleine Tochter kommt oft ins Badezimmer mit, was für sie nicht gut ist. Ich sage ihm oft, dass er wenig Parfüm benutzen soll und er versucht es, aber er trägt immer noch sein Parfüm für mich sehr stark. Meine 5 Sinne sind vielleicht empfindlich, das kann ich schon sagen. Außerdem ist es in Japan nicht so üblich, starke Düfte zu tragen, besonders in der Öffentlichkeit. Vielleicht bin ich deswegen auch nicht daran gewöhnt, aber viele Japaner meinen oft, dass Ausländer ein starkes Parfüm tragen. Meine Nase wird nicht mehr funktionieren, wenn ich Douglas besuche. In Japan wird deswegen ein leichter Parfümduft bevorzugt. Ich habe aber auch kein Problem damit, solange ich es im Freien riechen kann. Nummer 2. Einkaufsfreier Sonntag. Ein weiterer Punkt, den ich an Deutschland nicht mag, ist das Schließen der Läden am Sonntag. Ich weiß, dass es in Deutschland ein Ladenschutzgesetz gibt und viele es schätzen, dass der Sonntag ein Ruhetag ist. Aber für jemanden, der unter der Woche viel arbeitet oder beschäftigt ist es manchmal sehr unpraktisch. Natürlich auch umgekehrt. In Japan sind die meisten Geschäfte auch sonntags geöffnet. Daher war das für mich anfangs ein echter guter Schock. Ich mochte aber eigentlich früher den einkaufsfreien Sonntag in Deutschland, bevor ich ein Kind bekommen habe. In Japan hatte ich sogar das Gefühl, dass ich mich nie ausruhen konnte, weil man sich auch sonntags etwas beschäftigen kann und am Wochentagen meistens nur arbeitet. Deswegen war es sonntags in Deutschland besonders für mich. Außerdem, seit ich in Japan volljährig geworden bin, hatte ich noch nie das Gefühl, dass ich die Zeit so langsam verbringen könnte. Aber nach der Geburt meiner Tochter mag ich den einkaufsfreien Sonntag nicht mehr. Es liegt möglicherweise daran, dass ich nur zu Hause flexibel arbeite und nur mit meiner Tochter die Zeit verbringe. Wenn man viel draußen arbeitet, möchte man sich einen Tag in der Woche ausruhen. Aber ich möchte am Wochenende zu dritt auch mit meinem Mann für meine Tochter etwas planen und machen. Wir können sonntags meistens nur kochen, spazieren gehen oder ins Kauf gehen, vielleicht auch zur Bäckerei. Aber es ist unmöglich, sonntags Supermärkte, Freizeitaktivitäten und so weiter zu besuchen.
Wenn wir auch in die Innenstadt gehen wollen, haben fast alle Geschäfte zu, so dass es sehr langweilig ist. Zudem hat man manchmal auch eine solche Situation, dass man vergessen hat, ein paar Zutaten für einen Sonntag zu kaufen. Es braucht etwas Planung, was man nicht immer so leicht findet. Ich kann natürlich in Deutschland Auto fahren und an Wochentagen kleine Einkäufe alleine mit meiner Tochter machen, aber ich kann nicht viel auf einmal mit ihr kaufen. Dann muss ich für große Einkäufe abends unter der Woche oder Samstag mit meinem Mann gehen. Es ist ja schwierig, nachts auszugehen, vor allem wenn man Kinder hat, weil man abends viel zu tun hat. Und Samstag ist es überall voller Mensch. Der einkaufsfreie Sonntag kann unpraktisch sein, wenn die Kinder noch klein sind. Drittens, Rauchen. Ein dritter Punkt ist der Rauchen. Darüber habe ich auch in meinem alten Video, was ich an Deutschland mag und was ich an Deutschland gar nicht mag, gesprochen. Aber ich mag es immer noch gar nicht. Ich mag es noch weniger, vor allem während der Schwangerschaft und nach der Geburt meiner Tochter. Auch wenn es hier strenge Regeln für das Rauchen in Innenräumen gibt, wird draußen immer noch sehr viel geraucht, besonders in Cafés oder Restaurants, die einen Außenbereich haben. In meiner vorherigen Wohnung in Berlin konnte ich von unten Zigaretten und sogar Drogen riechen. Für jemanden wie mich, der den Geruch von Zigaretten überhaupt nicht mag, ist das ziemlich störend. Und es mag vom Standort abhängen, aber in letzter Zeit habe ich festgestellt, dass sich Raucherbereiche oft vor oder in der Nähe von Gebäudeneingängen befinden. Das heißt, wenn jemand raucht, muss man dort durchgehen. Außerdem ist es in Deutschland üblich, Menschen auf normalen Straßen rauchen zu sehen. In diesem Punkt Rauchen stimmen mir viele der Zuschauer von meinen alten Videos zu. Als wir in einem Café waren und draußen saßen, fing jemand plötzlich am Nebentisch an zu rauchen und der ganze Rauch zog zu uns rüber. Es war wirklich unangenehm. Wegen meiner Tochter bin ich noch empfindlicher geworden und ich mag den Rauch einfach nicht. In Japan gibt es inzwischen viele rauchfreie Zonen, vor allem in städtischen Bereichen, und ich schätze das sehr. Nummer 4. Service. Ein Punkt, der mir in Deutschland oft auffällt, ist der Service. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber oft wirkt der Service hier in Deutschland etwas kühler und distanzierter als das, was ich aus Japan kenne. In Japan ist der Kundenservice extrem häufig und zuvorkommend, was manchmal vielleicht sogar übertrieben und oberflächlich wirkt, aber es ist etwas, das ich sehr schätze. Manchmal muss man in Cafés und Restaurants in Deutschland wirklich lange warten, bis man die Rechnung bekommt. Sie kommen aber relativ schnell zu Kunden, wenn sie eine Bestellung annehmen möchte. Aber manchmal muss man auch lange warten, bis man etwas bestellt. Hier habe ich manchmal das Gefühl, dass man ein bisschen kämpfen muss, um die Aufmerksamkeit des Personals zu bekommen. Und das Trinkgeld ist für mich irgendwie störend. Ich gebe zwar gerne Trinkgeld, aber manchmal fühle ich mich so, als ob die Mitarbeiter nur für das Trinkgeld guten Service machen. Es klingt für euch möglicherweise komisch, aber in Japan gibt es kein Trinkgeld. Trotzdem ist der Service gut und die Mitarbeiter sind fast immer freundlich. Man muss sich außerdem in Deutschland überlegen, wie viel Trinkgeld man für ein Restaurant bzw. Kellner gibt. Da es in Japan keine Trinkgeldkultur gibt, ist dies für Japaner schwierig und etwas lästig. Ohne Trinkgeld ist es für den Kunden viel angenehmer, aber vielleicht nicht für die Mitarbeiter. Außerdem müssen die Kunden manchmal warten, zum Beispiel in einer Post, an Supermärkten, Kassen und so weiter. Mitarbeiter gehen irgendwo mitten im Gespräch hin und ich habe erlebt, dass ich als Kunde warten musste. In Japan gibt es ein Sprichwort, der Kunde ist Gott. In Deutschland gibt es auch Sprichwort, der Kunde ist König. Aber manchmal denke ich, dass der Mitarbeiter ist König angemessener ist. Es ist nicht in jedem Fall, aber manchmal finde ich, dass der deutsche Service wirklich ein Servicebürste ist. Andererseits kann es aber auch ein gutes Umfeld für die Arbeitnehmer sein.
Eine weitere Sache, die ich zum deutschen Service sagen möchte, ist, dass ich eigentlich auch mit dem Lieferservice in Deutschland etwas unzufrieden bin. Es gab Zeiten, in denen ich als abwesend behandelt wurde, obwohl ich zu Hause war. Es wäre besser gewesen, mein Paket einem Nachbarn zu geben, aber manchmal wurde es in einer weit entfernten Postfiliale abgegeben. Eine wiederholte Zustellung ist in Japan weit verbreitet und wenn man in einem Haus wohnt, kann man neuerdings einen Zustellkasten Takuhai-Box vor dem Eingang aufstellen oder sein Paket an einem Paketbox für den Empfang von Lieferungen abholen. Auch in Deutschland gibt es solche Paketboxen, allerdings gibt es überhaupt keine wiederholte Zustellung. Ich denke, dass einige Services in Deutschland noch verbessert werden könnten, dürfen wir aber nicht vergessen, dass das Arbeitsumfeld besser ist als in Japan. Nummer 5. Vordrängeln. Das letzte, was ich an Deutschland nicht mag, ist das Vordrängeln an der Kasse. Es ist mir schon mehrmals passiert, dass ich in einer Schlange stand und plötzlich jemand versucht hat, sich vorzudrängeln. Angenommen, eine neue Kasse wird eröffnet. Die Personen hinter mir machen sich schnell auf den Weg zu dieser neuen Kasse. Nach dem Motto, wer zuerst kommt, gewinnt. Das würde in Japan nie passieren. In Japan gilt es als unhöflich vorzudrängeln. Ich denke, die meisten Menschen wissen, wer vor ihnen war. Einmal stand ich in Deutschland in der Bäckerei an der Kasse und ein älterer Mann hat sich einfach vor mich gestellt, ohne etwas zu sagen. Ich war ziemlich überrascht und wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Als mein Mann sich auf ihn beschwert hat, sagte er, dass er es schnell erledigen kann, weil er nur das abholen würde, was er bestellt hatte. Trotzdem sollte er uns etwas sagen. Das passiert natürlich nicht ständig, aber es ist mir in Deutschland häufiger aufgefallen als in Japan. In Japan wird normalerweise sehr darauf geachtet, die Reihenfolge zu respektieren. Vielleicht liegt das an den unterschiedlichen kulturellen Normen, aber es ist definitiv etwas, das mir hier nicht so gefällt. Andererseits wird man in Deutschland manchmal von anderen vorgelassen, wenn es nicht viel zu kaufen gibt. Dies ist aber in Japan nicht der Fall. In Japan sprechen die Menschen in der Öffentlichkeit selten mit Fremden, daher findet eine solche Rücksichtnahme vom positiven Vordrängeln in Japan ganz selten statt. Mit anderen Worten, Deutschland ist flexibler und man achtet nicht so stark auf andere Personen wie in Japan. Japan legt Wert auf Regeln und kümmert sich zuerst um andere. Was gefällt euch besser? Schreibt es gerne in die Kommentare. Des Weiteren gibt es in Deutschland keine Warteschlangen, zum Beispiel beim Einsteigen in einen Zug. Es ist üblich, dass diejenigen, die schnell einsteigen können, zuerst einen Sitzplatz bekommen. Ich denke manchmal, man muss durchsetzungsfähig sein, um in Deutschland zu überleben. Trotz dieser Punkte, die mich manchmal stören, fühle ich mich in Deutschland immer noch sehr wohl. Es gibt viele Dinge, die ich hier sehr schätze und diese kleinen Unannehmlichkeiten ändern nichts daran, dass ich mich in Deutschland wohlfühle. Man gewöhnt sich an vieles und ich denke, dass jedes Land seine Vor- und Nachteile hat. Was sind eure Erfahrungen in Deutschland oder in Japan? Gibt es Dinge, die euch in eurem Land oder in einem anderen Land stören? Ausländer, die in Japan leben, haben vielleicht auch die umgekehrten Schwierigkeiten wie ich. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich mag sowohl Deutschland und als auch Japan. In meinem Kanal könnt ihr nicht nur über Japan und Deutschland wissen, sondern auch verschiedene Rezepte aus Japan erfahren. Bitte vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Schaltet bitte auch die Glocke ein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video oder beim Livestream. Dann, ciao! ありがとうございました。